Hallo, willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute nehmen wir uns Zeit. Zeit für Deutsch. Zeit für den Alltag. Zeit für Brot, Frühstück und kleine Gewohnheiten in Deutschland. Du musst nichts perfekt verstehen. Du musst nicht jedes Wort sofort behalten. Du musst auch nichts auswendig lernen. Hör einfach zu. Lies mit. Lass die Wörter kommen. Manche Wörter hörst du heute oft. Das ist gut. Wiederholung hilft. Wiederholung bedeutet, du hörst etwas mehrmals. Ein Wort kommt wieder. Ein Satz kommt wieder. Eine Situation kommt wieder. So wird das Wort langsam bekannt. So wird der Satz vertraut. Vertraut bedeutet nicht mehr fremd. Du hörst ein Wort und denkst, das kenne ich. Genau das ist unser Ziel. Heute sprechen wir über deutsches Brot und über das Frühstück in Deutschland. Brot ist ein einfaches Lebensmittel. Mehl, Wasser, Salz und oft Hefe oder Sauerteig. Aber in Deutschland ist Brot nicht nur ein Lebensmittel. Brot gehört zum Alltag. Brot steht morgens auf dem Tisch. Brot kommt in die Brotdose. Brot liegt am Abend neben Käse und Wurst. Viele Menschen gehen am Wochenende zur Bäckerei. Sie kaufen Brötchen. Sie schneiden ein Ei auf. Sie machen Kaffee oder Tee. Sie setzen sich an den Tisch. Das Frühstück beginnt. Vielleicht bist du neu in Deutschland. Vielleicht hast du in deinem Heimatland morgens warm gegessen. Vielleicht Reis. Vielleicht Suppe. Vielleicht Nudeln. Vielleicht Fladenbrot. Vielleicht etwas Süßes. Vielleicht trinkst du nur Kaffee. Dann siehst du in Deutschland einen Frühstückstisch und denkst, ist das alles? Brot, Butter, Käse, Wurst und ein gekochtes Ei? Das Brot ist dunkel. Die Kruste ist hart. Das Brot ist nicht weich. Es ist vielleicht ein bisschen trocken. Viele Menschen, die neu in Deutschland sind, erzählen später, am Anfang fand ich das Brot trocken. Ich wollte lieber weiches Brot. Aber nach einiger Zeit habe ich es immer öfter gegessen. Dann mochte ich die Kruste. Dann mochte ich den Geschmack. Und irgendwann fehlte mir deutsches Brot, wenn ich im Urlaub war. Am Anfang trocken, später geliebt. Manche sagen sogar, später war ich süchtig danach. Süchtig ist hier natürlich nicht medizinisch gemeint. Es bedeutet einfach, ich wollte es immer wieder essen. Heute gehen wir langsam durch dieses Thema. Wir beginnen mit einem Morgen in Deutschland. Dann gehen wir zur Bäckerei. Wir sehen Brötchen, Roggenbrot, Vollkornbrot, Mischbrot und viele andere Sorten. Danach sprechen wir über den Frühstückstisch. Über Butter, Marmelade, Honig, Käse, Wurst, Schinken, Ei, Kaffee und Tee. Wir sprechen auch darüber, wie Menschen zusammen frühstücken. Was sagt man? Was macht man zuerst? Wie lange dauert das Frühstück? Was ist unter der Woche anders als am Wochenende? Wir hören kleine Geschichten von Menschen, die neu in Deutschland sind. Und wir lernen Sätze, die du in einer Bäckerei, in einem Café oder bei einer Einladung brauchst.
Mach es dir bequem. Bequem bedeutet angenehm und entspannt. Atme ruhig. Du brauchst keinen Stift. Du kannst aber einen Stift nehmen, wenn du möchtest. Du kannst wichtige Wörter aufschreiben. Brot, Brötchen, Kruste, Scheibe, Aufschnitt, Frühstück, Frühstücken, Bäckerei, Sauerteig, Vollkorn. Diese Wörter kommen heute oft. Wenn du sie nicht sofort verstehst, ist das kein Problem. Wir erklären sie. Langsam, einfach, mit Beispielen. Stell dir jetzt einen Morgen vor. Es ist Samstag. Du wachst auf. Draußen ist es noch ruhig. Vielleicht ist der Himmel grau. Vielleicht scheint die Sonne. Du hörst ein Auto auf der Straße. Du hörst eine Tür. Jemand geht aus dem Haus. Es ist 7:30. Du bleibst noch kurz im Bett. Dann stehst du auf. Du gehst in die Küche. Im Kühlschrank ist Butter, ein Stück Käse, eine Packung Schinken, 2 Eier. Aber es gibt kein Brot mehr. Kein Brot. Die Tüte ist leer. Du denkst, ich gehe zur Bäckerei. Die Bäckerei ist nicht weit. Bäckerei. Ein Laden für Brot, Brötchen und Gebäck. Du ziehst eine Jacke an. Du nimmst deine Tasche und etwas Geld. Vielleicht zahlst du mit Karte. Vielleicht mit Bargeld. Bargeld bedeutet Münzen und Scheine. Du gehst aus dem Haus. Auf der Straße siehst du andere Menschen. Eine ältere Frau trägt einen Stoffbeutel. Ein Mann fährt Fahrrad. Eine Familie geht mit 2 Kindern zur Bäckerei. Am Samstagmorgen haben viele Menschen die gleiche Idee. Sie möchten frische Brötchen. Du kommst an der Bäckerei an. Vor der Tür riechst du schon das Brot. Riechen. Mit der Nase merken. Der Geruch ist warm. Ein bisschen süß. Ein bisschen salzig. Vielleicht riechst du Butter. Vielleicht Zimt. Vielleicht Kaffee. Die Tür geht auf. Eine Person kommt mit einer großen Papiertüte heraus. In der Tüte sind Brötchen. Die Tüte ist warm. Du gehst hinein. In der Bäckerei gibt es eine Theke. Theke. Ein langer Tisch zwischen Kunden und Verkäufern. Hinter der Theke stehen viele Körbe. In einem Korb liegen helle Brötchen. In einem anderen Korb liegen Körnerbrötchen. Körner sind kleine Samen. Zum Beispiel Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne oder Sesam. Daneben siehst du Brezeln. Weiter oben liegen Croissants. In einem Regal stehen große Brote. Manche sind rund, manche sind lang, manche sind hellbraun, manche sind fast schwarz, manche haben Mehl auf der Oberfläche. Oberfläche bedeutet der Teil außen. Du bist noch nicht sicher. Was möchtest du? Die Verkäuferin sagt: Guten Morgen. Was darf es sein? Was darf es sein? Das ist eine typische Frage. Sie bedeutet, was möchten Sie kaufen? Du kannst antworten: Guten Morgen.
Ich hätte gern 4 Brötchen. Ich hätte gern. Sehr höflich. Sehr nützlich. Du kannst auch sagen, 4 Brötchen bitte. Das ist kurz und normal. Die Verkäuferin fragt, welche Brötchen möchten Sie? Aha. Welche? Es gibt viele. Du schaust auf die Körbe. Du sagst 2 normale Brötchen und 2 Körnerbrötchen, bitte. Normale Brötchen heißen je nach Region auch andere Namen. Man sagt Brötchen. In manchen Regionen sagt man Semmel. In anderen Regionen sagt man Schrippe. Das kann am Anfang verwirrend sein. Verwirrend bedeutet schwer zu verstehen, weil es viele Möglichkeiten gibt. Aber du musst nicht alle regionalen Wörter lernen. Mit Brötchen versteht man dich fast überall. Die Verkäuferin nimmt die Brötchen mit einer Zange. Zange. Ein Werkzeug zum Greifen. Sie legt die Brötchen in eine Papiertüte. Dann fragt sie, sonst noch etwas? Sonst noch etwas? Möchten Sie noch etwas kaufen? Du siehst ein dunkles Brot. Du fragst, was ist das für ein Brot? Die Verkäuferin sagt, das ist ein Roggenmischbrot. Roggen. Eine Getreideart. Mischbrot. Ein Brot aus verschiedenen Mehlsorten. Du fragst, ist es sehr sauer? Sie sagt, nein, nur leicht. Es ist innen saftig und außen knusprig. Saftig bedeutet hier nicht trocken. Knusprig bedeutet fest und knackig beim Kauen. Du möchtest es probieren. Probieren bedeutet testen oder kosten. Du sagst, dann nehme ich ein halbes Brot. Ein halbes Brot. Nicht das ganze Brot. Viele Bäckereien verkaufen ein halbes Brot. Die Verkäuferin fragt, geschnitten? Geschnitten bedeutet in Scheiben. Eine Scheibe Brot ist ein flaches Stück Brot. Du sagst, ja, bitte. Können Sie es schneiden? Die Verkäuferin legt das Brot in eine Maschine. Die Maschine schneidet schnell viele gleich große Scheiben. Dann kommt das Brot in eine Tüte. Jetzt fragt die Verkäuferin noch einmal, war das alles? Du sagst, ja, das war alles. Danke. Sie nennt den Preis. Das macht 7,80 € von. Das macht bedeutet hier, der Preis ist. Du hältst deine Karte an das Gerät. Du zahlst. Die Verkäuferin gibt dir die Tüten. Du sagst Danke. Schönes Wochenende. Sie sagt Danke, gleichfalls. Gleichfalls bedeutet Ihnen auch. Du gehst nach Hause. Diese kleine Situation ist sehr typisch. Du brauchst keine langen Sätze. Guten Morgen. Ich hätte gern 2 davon, bitte. Was ist das für ein Brot? Können Sie es schneiden? Das war alles. Mit Karte, bitte. Danke. Schönes Wochenende. Diese Sätze reichen. Reichen bedeutet genug sein. Du kannst mit wenigen Sätzen viel erledigen. Erledigen bedeutet eine Aufgabe fertig machen. Auf dem Weg nach Hause hältst du die Tüte in der Hand. Die Brötchen
sind warm. Du möchtest sofort eines essen, aber du wartest. Zu Hause deckst du den Tisch. Den Tisch decken bedeutet Teller, Tassen, Messer und Essen auf den Tisch stellen. Du stellst 2 Teller hin, 2 Tassen, 2 kleine Messer. Vielleicht frühstückst du mit einer Freundin, vielleicht mit deinem Partner, vielleicht allein. Auch allein kann ein Frühstück schön sein. Du legst die Brötchen in einen Brotkorb. Brotkorb. Ein Korb für Brot und Brötchen. Du stellst Butter auf den Tisch. Die Butter ist noch kalt. Kalte Butter ist hart. Sie lässt sich schwer streichen. Streichen bedeutet Butter oder Marmelade mit dem Messer auf das Brot geben. Viele Menschen nehmen die Butter etwas früher aus dem Kühlschrank. Dann wird sie weich. Weiche Butter lässt sich leichter streichen. Du stellst Marmelade dazu. Erdbeermarmelade, Aprikosenmarmelade, vielleicht Honig, vielleicht Nusscreme. Auf einen anderen Teller legst du Käse. Gouda, Emmentaler, Frischkäse. Dann kommt Aufschnitt. Aufschnitt ist ein wichtiges Wort. Aufschnitt bedeutet dünne Scheiben von Wurst, Schinken oder manchmal Käse, die man auf Brot legt. Salami, Kochschinken, Putenbrust, Mortadella. Nicht jeder isst Fleisch. Manche Menschen essen vegetarischen Aufschnitt. Andere essen nur Käse, Gemüse oder einen pflanzlichen Brotaufstrich. Brotaufstrich. Ein langes Wort. Brot plus Aufstrich. Etwas, das man auf Brot streicht. Butter ist ein Aufstrich. Frischkäse ist ein Aufstrich. Hummus ist ein Aufstrich. Marmelade ist ein süßer Aufstrich. Leberwurst ist ein herzhafter Aufstrich. Herzhaft bedeutet nicht süß, eher salzig oder würzig. Würzig bedeutet mit deutlich spürbarem Geschmack. Jetzt fehlen die Eier. Du nimmst einen kleinen Topf. Du füllst Wasser hinein. Du legst 2 Eier ins Wasser. Du kochst sie. Ein gekochtes Ei gehört für viele Menschen zu einem gemütlichen Frühstück. Schien. Gemütlich bedeutet angenehm, ruhig und warm. Aber wie lange kocht man ein Ei? Das ist eine wichtige Frage. Manche mögen ein weiches Ei. Das Eigelb ist dann noch flüssig. Eigelb. Der gelbe Teil im Ei. Manche mögen ein mittelweiches Ei. Das Eigelb ist weich, aber nicht ganz flüssig. Andere mögen ein hart gekochtes Ei. Dann sind Eiweiß und Eigelb fest. Du stellst einen Timer. Vielleicht 6 Minuten. Vielleicht 7. Vielleicht 10. Das hängt davon ab, wie du dein Ei magst. Hängt davon ab bedeutet, es ist nicht immer gleich. Nach dem Kochen nimmst du das Ei aus dem Wasser. Du hältst es kurz unter kaltes Wasser. Dann stellst du es in einen Eierbecher. Eierbecher. Ein kleiner Becher, in dem ein Ei steht. Auf dem Tisch steht jetzt alles. Brot,
Brötchen, Butter, Marmelade, Honig, Käse, Aufschnitt, Eier, Kaffee, Tee, vielleicht Orangensaft, vielleicht Gurke und Tomate. Das Frühstück kann beginnen. Bevor man anfängt, sagt man oft Guten Appetit. Guten Appetit bedeutet, ich wünsche dir, dass das Essen gut schmeckt. Die anderen antworten Danke, gleichfalls oder einfach Danke. Du nimmst ein Brötchen. Du schneidest es in 2 Hälften. Hälfte. Einer von 2 gleichen Teilen. Du bestreichst eine Hälfte mit Butter. Dann legst du Käse darauf. Auf die andere Hälfte kommt Marmelade. Viele Menschen essen beim Frühstück zuerst etwas Herzhaftes und dann etwas Süßes. Zum Beispiel zuerst Brot mit Käse. Danach ein Brötchen mit Marmelade. Aber es gibt keine feste Regel. Du kannst essen, was du magst. Du nimmst das Ei. Wie öffnet man ein Frühstücksei? Manche klopfen mit einem kleinen Löffel oben auf die Schale. Klopfen bedeutet leicht schlagen. Dann nehmen sie die obere Schale ab. Andere schneiden die Spitze mit einem Messer ab. Spitze, der obere schmale Teil. Wieder andere benutzen einen Eierköpfer. Eierköpfer, ein Gerät, das die obere Schale sauber abtrennt. Ein lustiges Wort. Ei, Kopf, Eierköpfer. Du brauchst so ein Gerät nicht. Ein Löffel reicht. Du streust Salz auf das Ei. Streuen bedeutet kleine Teile über etwas geben. Salz, vielleicht Pfeffer. Dann isst du das Ei mit einem kleinen Löffel. Ein weiches Ei ist warm und cremig. Cremig bedeutet weich und glatt. Dazu passt ein Stück Brot. Manche schneiden Brot in schmale Streifen und tauchen es in das weiche Eigelb. Eintauchen bedeutet kurz in eine Flüssigkeit halten. Jetzt sprechen wir über das Brot selbst. In Deutschland gibt es sehr viele Brotsorten. Oft hört man mehr als 3000 verschiedene Brotspezialitäten. 3000. Eine große Zahl. Natürlich stehen nicht 3000 Brote in jeder Bäckerei. Eine kleine Bäckerei hat vielleicht 10, 20 oder 30 Sorten. Stur, Lähn. Aber in ganz Deutschland gibt es sehr viele regionale Rezepte, Formen, Mehlsorten und Namen. Warum gibt es so viele Brote? Deutschland hat viele Regionen. Jede Region hat eigene Traditionen. Tradition bedeutet, etwas wird lange von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Früher nutzten Menschen das Getreide, das in ihrer Region gut wuchs. Im Norden gab es oft viel Roggen. Roggen wächst auch bei kühlerem Wetter gut. Im Süden wurde mehr Weizen verwendet. Weizen macht Brot oft heller und weicher. Dazu kamen Hafer, Dinkel und andere Getreidearten. Bäcker entwickelten verschiedene Mischungen. So entstanden viele Brote. Roggenbrot ist oft dunkel und kräftig. Kräftig bedeutet hier starker Geschmack. Es kann etwas säuerlich schmecken. Säuerlich bedeutet ein bisschen sauer, aber
nicht unangenehm. Roggenbrot wird oft mit Sauerteig gemacht. Sauerteig. Ein Teig mit natürlichen Mikroorganismen. Er hilft dem Brot beim Aufgehen und gibt Geschmack. Aufgehen bedeutet, der Teig wird größer und lockerer. Arg, See. Weizenbrot ist meist heller. Es kann weich und mild sein. Mild bedeutet nicht stark. Weißbrot ist ein bekanntes Weizenbrot. Toastbrot ist auch weich. Viele Menschen, die neu in Deutschland sind, beginnen mit Toast oder Weißbrot, weil es ihnen vertrauter ist. Später probieren sie Mischbrot oder Vollkornbrot. Mischbrot besteht aus mehreren Mehlsorten, zum Beispiel Weizen und Roggen. Es ist sehr beliebt. Es ist oft nicht so dunkel wie reines Roggenbrot und nicht so hell wie Weißbrot. Der Geschmack liegt dazwischen. Dazwischen bedeutet in der Mitte. Mischbrot passt zu Käse, Wurst, Ei, Suppe und vielen anderen Speisen. Vollkornbrot wird aus dem ganzen Korn gemacht. Das ganze Korn bedeutet, mehr Teile des Getreides bleiben im Mehl. Vollkornbrot ist oft dunkler und fester. Es macht lange satt. Satt bedeutet, du hast keinen Hunger mehr. Viele Menschen denken zuerst, Vollkornbrot sei schwer. Schwer bedeutet hier dicht und kräftig. Aber mit Butter, Frischkäse, Gurke oder Ei kann es sehr gut schmecken. Dinkelbrot wird aus Dinkel gemacht. Dinkel ist eine Getreideart. Dinkelbrot kann mild und leicht nussig schmecken. Nussig bedeutet ein Geschmack, der ein bisschen an Nüsse erinnert. Viele Bäckereien verkaufen Dinkelbrötchen, Dinkel-Vollkornbrot oder Dinkel-Mischbrot. Pumpernickel ist ein sehr dunkles Brot. Es kommt besonders aus Westfalen. Es wird lange gebacken oder gedämpft. Es ist kompakt, feucht und leicht süßlich. Kompakt bedeutet dicht, nicht luftig. Feucht bedeutet nicht trocken. Manche Menschen lieben Pumpernickel. Andere brauchen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Sich gewöhnen bedeutet, etwas wird langsam normal. Dann gibt es Bauernbrot. Bauernbrot ist oft rund und hat eine dicke Kruste. Es kann aus Roggen und Weizen bestehen. Der Name klingt nach Land und Tradition. Aber nicht jedes Bauernbrot ist gleich. Jede Bäckerei kann ein anderes Rezept haben. Es gibt Körnerbrot. Auf und im Brot sind viele Körner, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen, Sesam, manchmal Nüsse. Körnerbrot ist oft sehr sättigend. Sättigend bedeutet, es macht gut satt. Es hat viel Struktur. Struktur bedeutet hier, beim Kauen spürst du verschiedene Teile. Es gibt auch Kartoffelbrot. Im Teig sind Kartoffeln oder Kartoffelflocken. Das Brot kann innen weich und saftig bleiben. Zwiebelbrot
enthält Zwiebeln. Walnussbrot enthält Walnüsse. Kümmelbrot enthält Kümmel. Kümmel ist ein Gewürz. Manche lieben den Geschmack. Manche mögen ihn gar nicht. Das ist normal. Geschmack ist persönlich. Brot hat eine Kruste und eine Krume. Kruste, der feste Teil außen. Krume, der weiche Teil innen. Diese zwei Wörter sind nützlich. Die Kruste kann dünn oder dick sein. Sie kann weich oder knusprig sein. Die Krume kann luftig sein. Luftig bedeutet mit vielen kleinen Löchern. Sie kann auch dicht und feucht sein. Viele neue Bewohner sagen am Anfang, warum ist die Kruste so hart? Warum muss ich so viel kauen? Kauen bedeutet Essen mit den Zähnen klein machen. In vielen Ländern ist Brot sehr weich. Man kann es leicht drücken. Deutsches Brot kann fester sein. Man muss mehr kauen. Das fühlt sich zuerst ungewohnt an. Ungewohnt bedeutet nicht bekannt, nicht normal für dich. Eine Frau aus Brasilien erzählt, als ich neu in Deutschland war, kaufte meine Mitbewohnerin ein Roggenbrot, Stehner. Ich nahm eine Scheibe. Ich dachte, das Brot ist alt. Es war fest und säuerlich. Ich wollte es nicht. Dann machte sie Frischkäse, Tomate, Salz und Pfeffer darauf. Ich probierte noch einmal. Es schmeckte besser. Nach einigen Wochen kaufte ich selbst Roggenbrot. Heute nehme ich deutsches Brot mit, wenn ich meine Familie besuche. Ein Mann aus Vietnam erzählt, in Vietnam aß ich morgens oft Suppe oder Reis. In Deutschland gab mir mein Kollege ein dunkles Brot mit Käse. Ich fand es trocken. Ich brauchte viel Kaffee dazu. Später lernte ich, man isst das Brot nicht immer allein. Man gibt Butter, Frischkäse, Wurst, Gurke oder Ei darauf. Dann war es nicht mehr trocken. Heute esse ich jeden Morgen 2 Scheiben Vollkornbrot. Eine Studentin aus Syrien erzählt, ich kannte Fladenbrot. Deutsches Brot war für mich sehr schwer. Besonders die Kruste. Aber ich mochte die vielen Körner. Ich begann mit einem weichen Dinkelbrot. Dann probierte ich Mischbrot. Jetzt liebe ich frische Brötchen am Sonntag. Wenn die Brötchen warm sind, brauche ich nur Butter. Ein Mann aus Spanien sagt, am Anfang dachte ich, die Deutschen essen immer kaltes Essen. Kaltes Brot, kalte Wurst, kalter Käse. Für mich war Frühstück etwas Kleines. Kaffee und vielleicht etwas Süßes. Aber dann war ich bei einer deutschen Familie zum Sonntagsfrühstück. Wir saßen fast 2 Stunden am Tisch. Es gab Eier, Brötchen, Käse, Schinken, Obst und viel Kaffee. Das Frühstück war wie ein kleines Fest. Diese Geschichten zeigen etwas Wichtiges. Brot isst man nicht nur mit dem Mund. Man isst es auch mit Gewohnheiten. Gewohnheit bedeutet etwas, das man oft macht und kennt. Wenn du ein neues Lebensmittel ohne die passende Gewohnheit probierst, wirkt es vielleicht fremd. Ein trockenes Stück Brot allein ist nur ein trockenes Stück Brot. Aber eine frische Scheibe mit Butter, Käse, Gurke und einem Ei ist eine ganze Mahlzeit. Jetzt schauen wir auf das Frühstück unter der Woche. Unter der Woche bedeutet,
Montag bis Freitag. Viele Menschen haben morgens wenig Zeit. Der Wecker klingelt. Sie stehen auf. Sie duschen. Sie ziehen sich an. Sie machen Kaffee. Vielleicht essen Sie schnell ein Brot. Vielleicht nehmen Sie das Frühstück mit. Ein typisches schnelles Frühstück kann so aussehen: 2 Scheiben Brot, eine mit Käse, eine mit Marmelade, dazu Kaffee oder ein Brötchen mit Frischkäse, dazu Tee. Manche essen Müsli oder Joghurt, manche essen gar nichts. Natürlich frühstücken nicht alle Deutschen gleich. Es gibt keine einzige deutsche Frühstücksregel. Menschen sind verschieden. Familien sind verschieden. Regionen sind verschieden. Aber Brot und Brötchen sind sehr häufig. Brotdose. Ein wichtiges Wort für Schule und Arbeit. Eine Brotdose ist eine Dose für Brot und andere kleine Speisen. Eltern machen Kindern ein Pausenbrot. Pausenbrot. Brot für die Pause in der Schule. Das Brot kann mit Käse, Wurst oder Aufstrich belegt sein. Belegt bedeutet, etwas liegt auf dem Brot. Belegtes Brot. Ein Brot mit Käse oder Wurst darauf. Dazu kommen vielleicht Apfelstücke, Gurke oder eine kleine Tomate. Auch Erwachsene nehmen Brot mit zur Arbeit. Sie machen morgens ein Sandwich oder ein belegtes Brot. Manche sagen Stulle. Stulle ist ein regionales und umgangssprachliches Wort für eine Scheibe Brot mit Belag. Belag. Das, was auf dem Brot liegt. Käse ist ein Belag. Wurst ist ein Belag. Tomate ist ein Belag. Marmelade ist auch ein Belag. Vielleicht arbeitest du in Deutschland. In der Pause öffnet dein Kollege eine Dose. Darin liegen 2 dunkle Brote mit Käse. Du hast Reis oder Nudeln dabei. Beides ist normal. Du musst dein Frühstück nicht ändern. Aber Brot kann praktisch sein. Es ist schnell gemacht. Es lässt sich gut mitnehmen. Man braucht keinen Herd. Herd. Gerät zum Kochen. Man braucht keine Mikrowelle. Man kann es kalt essen. Jetzt kommt das Wochenende. Wochenende. Samstag und Sonntag. Am Wochenende haben manche Menschen mehr Zeit. Das Frühstück wird länger, besonders am Sonntag. Sonntagsfrühstück. Ein langsames Frühstück. Vielleicht mit Familie oder Freunden. Man kauft frische Brötchen. Man kocht Eier. Man macht eine große Kanne Kaffee. Kanne. Ein Gefäß für mehrere Tassen. Man stellt viele Dinge auf den Tisch. Jemand sagt, kannst du bitte den Tisch decken? Eine andere Person schneidet Gurke und Tomate. Jemand holt die Brötchen. Die Kinder stellen Marmelade auf den Tisch. Vielleicht gibt es Zeitung. Vielleicht läuft leise Musik. Vielleicht spricht man über die Woche. Man plant den Tag. Was machen wir heute? Gehen wir spazieren? Besuchen wir Oma? Bleiben wir zu Hause? Das Frühstück dauert vielleicht 1 Stunde.
Man isst nicht schnell. Man nimmt noch ein Brötchen. Man trinkt eine zweite Tasse Kaffee. Jemand fragt, möchtest du noch Kaffee? Du kannst antworten, ja, gern. Oder nein, danke. Ich habe noch. Ich habe noch bedeutet, meine Tasse ist noch nicht leer. Jemand reicht dir den Brotkorb. Reichen bedeutet hier, etwas zu einer anderen Person geben. Kannst du mir bitte die Butter reichen? Natürlich. Gibst du mir bitte den Käse? Hier, bitte. Solche Sätze sind wichtig, wenn du eingeladen bist. Eingeladen sein bedeutet, jemand bittet dich, zu ihm zu kommen. Vielleicht lädt dich eine deutsche Freundin zum Frühstück ein. Sie sagt, komm doch am Sonntag zum Frühstück. Du fragst, um wie viel Uhr? Sie sagt, gegen 10. Gegen 10 bedeutet ungefähr um 10 Uhr. Nicht genau um 10, aber in dieser Zeit. Was bringst du mit? Du musst nicht immer etwas mitbringen. Aber du kannst fragen, soll ich etwas mitbringen? Die Gastgeberin sagt vielleicht, nein, wir haben alles. Oder bring gern etwas Obst mit. Oder kannst du vielleicht Saft mitbringen? Gastgeberin. Die Person, die Gäste empfängt. Gast. Eine Person, die eingeladen ist. Wenn du ankommst, sagst du Guten Morgen. Danke für die Einladung. Vielleicht bringst du Blumen, Saft oder Marmelade mit. Das ist freundlich, aber nicht immer nötig. Du ziehst deine Jacke aus. Vielleicht auch deine Schuhe. In vielen deutschen Wohnungen zieht man die Schuhe aus. Aber nicht in allen. Wenn du unsicher bist, frag, soll ich die Schuhe ausziehen? Ausziehen bedeutet hier Schuhe oder Kleidung vom Körper nehmen. Am Tisch wartest du vielleicht kurz, bis alle sitzen. Dann sagt jemand, guten Appetit. Du fängst an. Es gibt keine komplizierte Zeremonie. Zeremonie bedeutet eine feste, formelle Handlung. Das deutsche Frühstück ist normalerweise nicht formell. Es ist locker. Locker bedeutet entspannt, nicht streng. Trotzdem gibt es kleine, höfliche Gewohnheiten. Du nimmst nicht sofort das letzte Brötchen, ohne zu fragen. Wenn nur noch ein Brötchen da ist, kannst du sagen, möchte noch jemand das letzte Brötchen? Wenn niemand es möchte, nimmst du es. Wenn du die Marmelade brauchst, greifst du nicht über den ganzen Tisch. Greifen bedeutet mit der Hand nehmen. Du fragst, kannst du mir bitte die Marmelade geben? Wenn dir jemand etwas gibt, sagst du Danke. Du benutzt für Butter vielleicht ein gemeinsames Buttermesser. Gemeinsam bedeutet für alle. Du gibst etwas Butter auf deinen Teller. Dann benutzt du dein eigenes Messer. In manchen Familien ist das wichtig. In anderen Familien nicht. Es gibt keine harte Regel. Beobachte einfach die anderen. Beobachten bedeutet, genau schauen, was Menschen tun. Du kannst alles probieren, aber du musst nichts essen, was du nicht magst. Wenn jemand Schinken anbietet und du kein Schweinefleisch isst, kannst du freundlich sagen, nein, danke. Ich esse kein Schweinefleisch. Oder nein, danke. Ich esse vegetarisch. Oder einfach,
Nein, danke. Du musst keine lange Erklärung geben. Wenn du etwas sehr magst, kannst du sagen, gut, das schmeckt sehr gut. Oder das Brot ist wirklich lecker. Lecker bedeutet, es schmeckt gut. Du kannst fragen, was ist das für ein Brot? Vielleicht sagt der Gastgeber, das ist ein Kürbiskernbrot. Du sagst, das habe ich noch nie probiert. Noch nie bedeutet kein einziges Mal vorher. Dann probierst du eine kleine Scheibe. Jetzt sprechen wir genauer über Brötchen. Brötchen sind kleine Brote. Sie sind außen oft knusprig und innen weich. Frische Brötchen gehören für viele Menschen zum Wochenende. Es gibt normale Weizenbrötchen, heißen manchmal Kaiserbrötchen, Schnittbrötchen oder einfach helle Brötchen. Es gibt Meerkornbrötchen. Meerkorn bedeutet mehrere Getreidearten. Es gibt Roggenbrötchen, Dinkelbrötchen, Sesambrötchen, Mohnbrötchen und Käsebrötchen. Mohn, kleine schwarze Samen. Sesam, kleine helle Samen. Käsebrötchen haben oft Käse oben auf der Kruste. Laugenbrötchen werden ähnlich wie Brezeln gemacht. Sie haben eine braune, glänzende Oberfläche und oft Salz darauf. Lauge ist eine Flüssigkeit, die dem Gebäck seine besondere Farbe und seinen Geschmack gibt. Du musst dieses technische Wort nicht behalten. Wichtig ist, Laugenbrötchen schmecken leicht salzig und passen gut zu Butter und Käse. Ein Croissant ist kein deutsches Brot. Es kommt aus der französischen Backtradition. Aber du findest Croissants in fast jeder Bäckerei. Manche Menschen essen am Wochenende ein Croissant mit Butter oder Marmelade. Aber andere kaufen ein Schoko-Croissant. Andere Gebäck ist oft süßer als Brot. Gebäck, kleine gebackene Speisen, oft süß. In einer Bäckerei siehst du vielleicht auch Franzbrötchen. Franzbrötchen sind besonders im Norden, vor allem in Hamburg, bekannt. Sie sind süß und enthalten Zimt. Zimt, ein Gewürz mit warmem, süßem Geruch. In Berlin siehst du vielleicht Schrippen. In Bayern Semmeln. Im Süden auch Brezeln. Regionale Wörter gehören zur Sprache. Du musst sie nicht sofort aktiv benutzen. Aber es ist gut, sie einmal gehört zu haben. Vielleicht gehst du zur Bäckerei und möchtest ein bestimmtes Brötchen zeigen. Du kennst den Namen nicht. Kein Problem. Du kannst sagen, ich nehme 2 von denen dort. Von denen dort. Du zeigst mit der Hand. Oder, wie heißt dieses Brötchen? Die Verkäuferin sagt den Namen. Du wiederholst. Ein Dinkelbrötchen? Sie sagt, genau. Genau bedeutet, richtig. Du kannst fragen, ist das mit Nüssen? Das ist wichtig, wenn du eine Allergie hast. Allergie. Der Körper reagiert schlecht auf etwas. Ist das mit Milch? Ist das mit Ei? Ist das vegan? Vegan bedeutet ohne tierische Produkte. Ist das glutenfrei? Glutenfrei bedeutet ohne Gluten. Sexter. Nicht jede Bäckerei hat glutenfreies Brot. Wenn du eine starke Allergie oder Zöliakie hast,
musst du genau fragen, weil Spuren von Gluten vorhanden sein können. Spuren bedeutet sehr kleine Mengen. Jetzt gehen wir zurück zum Frühstückstisch. Du hast eine Scheibe Brot vor dir. Wie belegt man Brot? Zuerst vielleicht Butter. Die Butter schützt das Brot ein bisschen vor feuchtem Belag. Dann Käse. Dann Gurke. Oder Frischkäse, Tomate, Salz und Pfeffer. Oder Butter und Schinken. Oder Hummus und Paprika. Oder Avocado und Ei. Moderne Frühstücke sind sehr verschieden. Ein klassisches Käsebrot ist einfach eine Scheibe Brot, etwas Butter, eine Scheibe Käse. Fertig. Fertig bedeutet komplett. Manche legen Gurke darauf, manche Senf. Senf ist eine gelbe oder braune würzige Soße. Senf passt oft zu Wurst, aber manche essen ihn auch mit Käse. Ein Wurstbrot ist Brot mit Wurst. Wurst ist in Deutschland ein großes Thema. Es gibt viele Sorten. Salami ist fest und würzig. Kochschinken ist mild. Schinken kann vom Schwein kommen. Putenbrust kommt vom Truthahn. Mortadella ist eine weiche Brühwurst. Leberwurst ist streichfähig. Streichfähig bedeutet, man kann sie mit dem Messer auf Brot streichen. Nicht alle Menschen essen Wurst. Immer mehr Menschen wählen vegetarische oder vegane Produkte. Im Supermarkt findest du pflanzlichen Aufschnitt. Wie pflanzlich bedeutet aus Pflanzen. Es gibt Aufstriche aus Linsen, Bohnen, Paprika, Tomaten oder Sonnenblumenkernen. Du kannst also ein deutsches Brotfrühstück essen, ohne Fleisch oder Milchprodukte zu essen. Käse ist ebenfalls sehr vielfältig. Vielfältig bedeutet, es gibt viele verschiedene Arten. Gouda ist mild oder mittelalt. Emmentaler hat oft Löcher. Camembert ist weich. Frischkäse ist cremig und lässt sich streichen. Quark ist ein frisches Milchprodukt. Manche essen Quark mit Kräutern auf Brot. Kräuter. Kleine Pflanzen für Geschmack, zum Beispiel Schnittlauch, Petersilie oder Dill. Ein Kräuterquark passt gut zu dunklem Brot. Du kannst ihn selbst machen. Quark, Salz, Pfeffer, Schnittlauch. Alles mischen. Mischen bedeutet Dinge zusammengeben. Dann auf Brot streichen. Dazu Radieschen. Radieschen sind kleine rote Gemüse mit scharfem Geschmack. Das ist ein frisches, einfaches Frühstück. Marmelade ist die süße Seite des Frühstücks. Erdbeere, Himbeere, Aprikose, Kirsche, Pflaume. Manche sagen Konfitüre. Im Alltag sagen viele einfach Marmelade. Honig ist auch beliebt. Nuss-Nougat-Creme ist besonders bei Kindern beliebt, aber auch viele Erwachsene essen sie gern. Sie ist sehr süß. Vielleicht siehst du am Frühstückstisch gleichzeitig Wurst und Marmelade. Das wirkt für manche Menschen komisch. Komisch bedeutet hier ungewohnt oder seltsam. Aber man legt sie normalerweise nicht zusammen auf ein Brötchen. Man isst zuerst eine Hälfte mit Käse
und später eine Hälfte mit Marmelade. Natürlich gibt es Menschen, die Käse mit Marmelade kombinieren. Kombinieren bedeutet zusammen essen. Zum Beispiel Käse mit Feigenmarmelade. Aber das ist Geschmackssache. Geschmackssache bedeutet, jeder Mensch mag etwas anderes. Kaffee gehört für viele Erwachsene zum Frühstück. Filterkaffee ist sehr typisch. Gemahlener Kaffee kommt in einen Filter. Heißes Wasser läuft durch den Kaffee. Der fertige Kaffee kommt in eine Kanne. Manche trinken Kaffee schwarz. Schwarz bedeutet ohne Milch und Zucker. Andere trinken ihn mit Milch. Manche mit Zucker. Es gibt auch Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso. Tee ist ebenfalls normal. Schwarzer Tee, grüner Tee, Kräutertee, Früchtetee. Im Norden Deutschlands, besonders in Ostfriesland, gibt es eine starke Teekultur. Teekultur bedeutet besondere Gewohnheiten rund um Tee. Aber für deinen Alltag reicht: Möchtest du Kaffee oder Tee? Du antwortest: Tee, bitte. Oder: Für mich einen Kaffee mit Milch, bitte. Wenn du keinen Kaffee und keinen Tee möchtest, kannst du Wasser oder Saft trinken. Orangensaft ist beim Frühstück beliebt. Manche trinken Apfelsaft. Kinder trinken oft Milch oder Kakao. Kakao ist ein süßes Getränk mit Milch und Schokolade. Jetzt sprechen wir über das Wort Frühstück. Früh plus Stück. Historisch bedeutet es ein frühes Stück Essen. Heute ist Frühstück die erste Mahlzeit am Tag. Mahlzeit. Essen zu einer bestimmten Tageszeit. Frühstück am Morgen. Mittagessen am Mittag. Abendessen am Abend. Das Verb heißt frühstücken. Ich frühstücke. Du frühstückst. Wir frühstücken zusammen. Du kannst fragen: Hast du schon gefrühstückt? Schon bedeutet bereits. Was frühstückst du normalerweise? Normalerweise bedeutet meistens. Wann frühstückst du? Ich frühstücke um 7 Uhr. Am Wochenende frühstücke ich später. Unter der Woche frühstücke ich schnell. Diese Sätze sind einfach und nützlich. Vielleicht wohnst du in einer Wohngemeinschaft. Wohngemeinschaft. Mehrere Personen wohnen in einer Wohnung und teilen Küche und Bad. Kurz sagt man WG. Am Samstagmorgen triffst du deinen Mitbewohner in der Küche. Er sagt: Morgen. Das ist kurz für Guten Morgen. Du sagst: Morgen. Möchtest du auch Kaffee? Er sagt: Ja, gern. Du siehst ein Brot auf dem Tisch. Du fragst: Kann ich eine Scheibe nehmen? Er sagt: Klar. Klar bedeutet hier natürlich. Du fragst: Ist das Vollkornbrot? Er sagt: Ja. Das ist vom Bäcker an der Ecke. An der Ecke bedeutet nahe bei der Kreuzung oder am Ende der Straße. Du probierst das Brot. Es ist fest. Aber mit Butter schmeckt es gut. Dein Mitbewohner fragt: Magst du deutsches Brot? Du sagst: Langsam ja. Am Anfang fand ich es sehr trocken. Er lacht und sagt: Du brauchst genug Belag. Genug bedeutet ausreichend. Er legt Frischkäse und Gurke auf eine Scheibe.
Probier mal so. Probier mal ist eine freundliche Aufforderung. Du probierst. Es schmeckt frisch. Nach ein paar Monaten passiert etwas. Du bist im Urlaub. Im Hotel gibt es nur sehr weiches Weißbrot. Du nimmst eine Scheibe. Sie schmeckt okay. Aber dir fehlt die Kruste. Dir fehlt der kräftige Geschmack. Fehlen bedeutet, du möchtest etwas haben, aber es ist nicht da. Du denkst, wo ist ein gutes Roggenbrot? Jetzt verstehst du den Satz. Am Anfang fand ich es trocken. Später konnte ich nicht mehr ohne. Natürlich musst du deutsches Brot nicht lieben. Du darfst dein eigenes Frühstück behalten. Vielleicht isst du weiter Reis, Suppe, warmes Fladenbrot oder Obst. Integration bedeutet nicht, dass du alles Alte vergessen musst. Integration bedeutet, du lernst das neue Land kennen und findest deinen eigenen Weg. Vielleicht isst du montags Reis und dienstags Brot. Vielleicht legst du deutschen Käse auf dein Fladenbrot. Vielleicht isst du Roggenbrot zu einer Suppe aus deinem Heimatland. Neue Gewohnheiten können sich mischen. Mischen. Zwei oder mehr Dinge zusammenbringen. Kulturen mischen sich auch beim Essen. In deutschen Städten findest du heute Bäckereien mit türkischem Simit, französischem Baguette, italienischem Ciabatta, arabischem Fladenbrot und deutschem Roggenbrot. Menschen kaufen, probieren und kombinieren. Das Frühstück verändert sich. Trotzdem bleibt die Bäckerei für viele Menschen ein wichtiger Ort. Besonders eine Handwerksbäckerei. Handwerk bedeutet, etwas wird mit Wissen und Arbeit hergestellt, nicht nur von großen Maschinen. In einer Handwerksbäckerei wird oft selbst gebacken. Manche Brote brauchen viele Stunden. Sauerteig braucht Zeit. Der Teig ruht. Ruhen bedeutet hier, der Teig liegt und entwickelt sich. Dann wird er geformt und gebacken. Backen bedeutet Essen mit heißer Luft im Ofen gar machen. Ofen. Gerät zum Backen. Der Bäcker steht oft sehr früh auf. Vielleicht um 2 oder 3 Uhr morgens. Wenn andere Menschen schlafen, beginnt seine Arbeit. Er mischt Teig. Er formt Brötchen. Er schiebt Brot in den Ofen. Schieben bedeutet etwas nach vorne bewegen. Am Morgen sind die Brote fertig. Darum riecht es morgens in einer Bäckerei so besonders. Frisches Brot hat einen warmen Geruch. Die Kruste knackt. Knacken bedeutet ein kurzes, trockenes Geräusch machen. Wenn du ein frisches Brötchen aufschneidest, hörst du vielleicht ein leises Knacken. Innen steigt noch etwas Wärme heraus. Aber nicht jedes Brot kommt aus einer kleinen Handwerksbäckerei. Es gibt Bäckereiketten. Kette bedeutet viele Läden mit gleichem Namen. Es gibt Backshops im Supermarkt. Dort werden Teiglinge aufgebacken. Teigling. Ein vorbereitetes Stück Teig. Aufbacken bedeutet kurz, fertig, backen. Diese Produkte können praktisch und günstig sein. Eine kleine Bäckerei kann teurer sein. Teurer bedeutet, kostet mehr Geld. Du entscheidest selbst, wo du kaufst. Entscheiden bedeutet, eine Wahl treffen. Vielleicht kaufst du unter der Woche Brot im Supermarkt und am Wochenende Brötchen beim Bäcker.
Vielleicht findest du eine Lieblingsbäckerei. Lieblingsbäckerei. Die Bäckerei, die du am liebsten magst. Du kennst irgendwann die Verkäuferinnen. Du weißt, welches Brot am Dienstag gebacken wird. Du bestellst ohne Angst. Am Anfang sagst du vielleicht nur 2 Brötchen, bitte. Später sagst du Guten Morgen. Ich hätte gern 2 Dinkelbrötchen, ein Laugenbrötchen und ein halbes Roggenmischbrot, bitte. Das Brot bitte geschnitten. Das ist Fortschritt. Fortschritt bedeutet, du kannst heute etwas, das früher schwer war. Jetzt üben wir eine kleine Bäckereiszene. Verkäuferin. Guten Morgen. Was darf es sein? Du. Guten Morgen. Ich hätte gern 3 Brötchen. Verkäuferin. Welche möchten Sie? Du. 2 normale und ein Körnerbrötchen. Bitte. Verkäuferin. Gern. Sonst noch etwas? Was ist das für ein dunkles Brot? Verkäuferin. Das ist unser Roggenvollkornbrot. Du. Ist es sehr fest? Verkäuferin. Es ist kräftig, aber innen schön saftig. Dann nehme ich ein halbes. Verkäuferin. Geschnitten? Du. Ja, bitte. Verkäuferin. War das alles? Du? Ja, danke. Verkäuferin. Das macht 8,20 €. Du. Mit Karte, bitte. Verkäuferin. Gern. Du. Danke. Auf Wiedersehen. Verkäuferin. Danke. Auf Wiedersehen. Diese Szene kannst du laut lesen. Laut bedeutet mit Stimme, nicht nur im Kopf. Lies langsam. Du musst nicht schnell sprechen. In der Bäckerei sprechen Verkäufer manchmal schnell. Aber du darfst langsam antworten. Wenn du etwas nicht verstehst, sag Entschuldigung, noch einmal bitte. Oder können Sie das bitte wiederholen? Wiederholen bedeutet noch einmal sagen. Vielleicht fragt die Verkäuferin, darf es sonst noch etwas sein? Du verstehst nur, sonst noch. Kein Problem. Du weißt jetzt. Sie fragt, ob du noch etwas möchtest. Du sagst, nein, danke. Das war alles. Ein sicherer Satz. Vielleicht fragt sie, am Stück oder geschnitten? Am Stück bedeutet, das Brot bleibt ganz. Geschnitten bedeutet, in Scheiben. Du antwortest, geschnitten, bitte. Vielleicht fragt sie, eine Tüte dazu? Du sagst, ja, bitte oder nein, danke. Jetzt üben wir eine Frühstückseinladung. Freundin, hast du am Sonntag Zeit? Du? Ja, ich glaube schon. Freundin, möchtest du bei uns frühstücken? Du? Gern. Um wie viel Uhr? Freundin, gegen 10. Du? Gut. Soll ich etwas mitbringen? Freundin, vielleicht Orangensaft. Sonst haben wir alles. Du? Okay. Bis Sonntag. Freundin, bis Sonntag. Am Sonntag klingelst du. Klingeln bedeutet den Knopf an der Tür drücken. Die Freundin öffnet. Du, guten Morgen. Danke für die Einladung. Freundin, guten Morgen.
Komm rein. Du, soll ich die Schuhe ausziehen? Freundin, ja, bitte. Du kannst sie hier stehen lassen. Du, ich habe Orangensaft mitgebracht. Freundin, danke. Stell ihn einfach in die Küche. Stell ihn einfach in die Küche. Am Tisch sagt jemand, setz dich. Setz dich bedeutet, nimm Platz. Du setzt dich. Alle sind da. Die Gastgeberin sagt, guten Appetit. Alle beginnen. Gastgeberin, möchtest du ein Ei? Du, ja, gern. Ist es weich gekocht? Gastgeberin, ja, ungefähr 6 Minuten. Du, perfekt, danke. Gastgeberin, möchtest du Kaffee oder Tee? Du, Kaffee mit etwas Milch, bitte. Gastgeberin, Zucker? Du, nein, danke. Später fragst du, kannst du mir bitte den Käse reichen? Jemand gibt dir den Käse. Du sagst, danke. Du probierst ein Körnerbrot. Das Brot schmeckt sehr gut. Wo kauft ihr es? Die Gastgeberin sagt, bei der Bäckerei am Marktplatz. Sie, der bei der Bäckerei am Marktplatz. Marktplatz. Ein Platz im Zentrum einer Stadt. Du merkst dir den Namen. Nach dem Frühstück möchtest du helfen. Du sagst, soll ich beim Abräumen helfen? Abräumen bedeutet Teller, Tassen und Essen vom Tisch nehmen. Die Gastgeberin sagt vielleicht, gern, danke. Oder nein, lass nur. Du bist Gast. Lass nur bedeutet, du musst das nicht machen. Du kannst trotzdem deine Tasse in die Küche bringen, wenn es passend wirkt. Vielleicht denkst du jetzt, das sind viele Wörter. Ja, es sind viele. Aber du musst sie nicht heute alle lernen. Dein Gehirn arbeitet weiter. Es speichert Muster. Speichern bedeutet behalten. Du hörst morgen das Wort geschnitten. Dann denkst du an die Bäckerei. Du hörst sonst noch etwas? Dann weißt du, die Verkäuferin fragt, ob du mehr möchtest. Du hörst Aufschnitt. Dann siehst du Käse, Wurst und Schinken auf dem Frühstückstisch. Lernen ist nicht nur auswendig lernen. Lernen bedeutet auch Wiedererkennen. Wiedererkennen bedeutet, du hast etwas schon einmal gesehen oder gehört. Am Anfang kannst du ein Wort vielleicht nicht selbst sagen, aber du verstehst es, wenn du es hörst. Das ist ein wichtiger Schritt. Später sagst du es selbst. Beim nächsten Besuch in der Bäckerei kannst du ein Ziel wählen. Nur ein Ziel. Vielleicht sagst du nicht nur 2 Brötchen, sondern ich hätte gern 2 Brötchen. Beim nächsten Mal fragst du, können Sie das Brot schneiden? Später fragst du nach einer Empfehlung. Kleine Schritte. Ein Satz. Dann der nächste. Auch beim Frühstück kannst du Deutsch üben. Nenne die Dinge auf dem Tisch. Das Brot. Die Butter. Der Käse. Das Ei. Die Tasse. Das Messer. Dann sage, was du tust.
Ich schneide das Brot. Ich streiche Butter darauf. Ich lege Käse darauf. Ich schenke Kaffee ein. Ich esse langsam. Das ist praktisches Deutsch. Deutsch mit Händen, Augen, Nase und Geschmack. Du kannst auch eine kleine Routine machen. Routine bedeutet eine Handlung, die regelmäßig gleich ist. Jeden Morgen 5 Wörter. Jeden Samstag ein neuer Satz in der Bäckerei. Jeden Sonntag ein neues Brot probieren. Nicht 30 Wörter auf einmal. Nur 5. Nicht 10 Brote kaufen. Nur 1 probieren. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Schau noch einmal auf unseren Morgen. Du wachst auf. Du gehst zur Bäckerei. Du hörst, was darf es sein? Du antwortest ruhig. Du kaufst Brötchen und ein Brot. Du kommst nach Hause. Du deckst den Tisch. Du kochst Eier. Du stellst Käse und Aufschnitt hin. Du schenkst Kaffee ein. Du sagst guten Appetit. Du beißt in ein Brötchen. Beißen bedeutet mit den Zähnen ein Stück nehmen. Die Kruste ist knusprig. Innen ist es weich. Vielleicht erinnerst du dich an dein erstes deutsches Brot. Damals fandest du es trocken. Heute weißt du, welches Brot du magst. Du weißt, welcher Belag dazu passt. Du weißt, wo du es kaufst. Du weißt sogar, wie du es bestellst. Das ist mehr als Essen. Es ist Alltag. Alltag bedeutet das normale Leben. Der Weg zur Bäckerei. Ein kurzer Satz. Ein freundliches Guten Morgen. Eine warme Tüte. Ein gedeckter Tisch. Ein Ei im Eierbecher. Eine zweite Tasse Kaffee. Ein Gespräch ohne Stress. Für Menschen, die neu in Deutschland sind, wirken viele kleine Dinge zuerst fremd. Fremd bedeutet noch nicht bekannt. Dunkles Brot. Harte Kruste. Kalter Aufschnitt. Lange Wörter. Frühe Öffnungszeiten. Regionale Namen. Aber Fremdes kann vertraut werden. Langsam. Durch Wiederholung. Durch Probieren. Durch kleine, gute Erfahrungen. Vielleicht wirst du deutsches Brot lieben. Vielleicht nur einige Sorten. Vielleicht bleibst du bei weichem Brot. Alles ist in Ordnung. Wichtig ist, dass du verstehst, was du siehst und was du sagen kannst. Du kannst wählen. Wählen bedeutet selbst entscheiden. Du weißt jetzt, Brötchen sind kleine Brote. Eine Scheibe ist ein flaches Stück. Die Kruste ist außen. Die Krume ist innen. Aufschnitt sind dünne Scheiben für das Brot. Ein weich gekochtes Ei hat flüssiges Eigelb. Ich hätte gern ist höflich. Sonst noch etwas bedeutet, möchten Sie mehr? Geschnitten, bitte, bedeutet, das Brot soll in Scheiben sein. Du kennst auch das kleine Frühstücksritual. Tisch decken, Brot aufschneiden, Butter streichen, Käse oder Wurst darauf legen, Ei öffnen, Kaffee einschenken, guten Appetit sagen, zusammensitzen.
Langsam sprechen. Langsam essen. Vielleicht bleibt heute nicht alles im Kopf. Das muss es nicht. Dein Gehirn arbeitet weiter. Es verbindet Wörter mit Bildern. Brot, Kruste, Brötchen, Ei, Bäckerei, Frühstück. Es verbindet Wörter mit Gerüchen. Frisches Brot, Kaffee, Butter. Es verbindet Wörter mit Handlungen. Schneiden, streichen, belegen, einschenken. Später stehst du in einer Bäckerei. Die Verkäuferin fragt schnell, geschnitten? Und du antwortest, ohne lange nachzudenken. Ja, bitte. Dann merkst du, ich habe es verstanden. Ein kleiner Moment. Aber ein wichtiger Moment. Später sitzt du bei Freunden am Frühstückstisch. Jemand fragt, kannst du mir den Brotkorb reichen? Du weißt, was gemeint ist. Du gibst den Korb weiter. Du sagst, hier, bitte. Wieder ein kleiner Moment. Wieder ein Schritt. So wächst Sprache. Nicht nur im Kurs. Nicht nur im Buch. Sprache wächst in der Küche. In der Bäckerei. Am Tisch. Beim Einkaufen, beim Fragen, beim Probieren, beim gemeinsamen Essen. Und vielleicht sagst du eines Tages selbst zu einer neuen Person in Deutschland: Probier dieses Brot. Am Anfang wirkt es vielleicht trocken, aber nimm etwas Butter, Frischkäse und Gurke. Dann schmeckt es ganz anders. Du lächelst, denn du kennst dieses Gefühl. Zuerst fremd, dann vertraut. Zuerst trocken, dann lecker. Und irgendwann fehlt es dir. Genießen bedeutet etwas mit Freude erleben. Nicht nur schnell essen, wahrnehmen, schmecken, Zeit haben. Ein Frühstück kann einfach sein und trotzdem schön. Ein Brot kann dunkel und fest sein und trotzdem saftig. Eine neue Gewohnheit kann zuerst komisch sein und später zu deinem Alltag gehören. Du musst heute nichts perfekt können. Du hast zugehört. Du hast viele Wörter gesehen. Du bist durch eine Bäckerei gegangen. Du hast einen Frühstückstisch gedeckt. Du hast Brot probiert. Du hast Fragen gestellt. Das reicht für heute. Danke, dass du dabei warst. Atme noch einmal ruhig. Denk an den Geruch von frischem Brot, an eine warme Tüte, an Butter, die auf einem Brötchen schmilzt, an ein weich gekochtes Ei, an eine Tasse Kaffee oder Tee. Vielleicht ist Deutschland noch neu für dich, aber mit jedem Wort wird etwas vertrauter. Mit jedem kleinen Ritual entsteht Alltag. Und aus Alltag kann langsam ein Zuhause werden.